Das Jahr 2005 brachte den Einwohnern Mexikos schockierende Ereignisse. Im Oktober und Dezember wurden in öffentlichen Bereichen schwarze Koffer gefunden. Nur 3 Monate nach diesen Ereignissen, am 23. Januar 2006, erschien in den Medien ein Mann, der vermutlich dafür verantwortlich war. Sein Name ist Raúl Marroquín, 25 Jahre alt. Er war ein dünner Mann mit einem durchdringenden und schweren Blick. In den Medien sagte er, dass er seine Taten nicht bereue. Im Gegenteil, er behauptete, dass er der Gesellschaft einen Dienst erwiesen habe und erzählte mit erschreckender Nüchternheit von den Details seiner Arbeitsmethoden. Raúl Ociel Marroquín. Reyes wurde am 1. September 1980 in Tampico, Tamaulipas, geboren. Sein Vater war streng und autoritär und behandelte seinen Sohn ständig schlecht. Er hegte eine tiefe Abneigung gegenüber homosexuellen Menschen und gab diese Haltung an seinen Sohn weiter. Der Junge wuchs in dem Glauben auf, dass solche Menschen der Gesellschaft schaden würden. Nach seinem Universitätsabschluss ging er zur Armee, wo er 1 Jahr lang als Militärarzt im regionalen Militärkrankenhaus von Tamaulipas tätig war. Anschließend erhielt er den Rang eines Oberfeldwebels im Gesundheitswesen. Nach 4,5 Jahren verließ er die Armee, hatte sich jedoch bereits deutlich verändert. Er entwickelte eine ausgeprägte Grausamkeit und litt unter starken Wutanfällen. Nach seiner Zeit bei der Armee suchte er an verschiedenen Orten nach Arbeit, doch da er als Deserteur galt, hatte er erhebliche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Da er keinen Erfolg hatte, beschloss der Mann, sich mit Raubüberfällen zu beschäftigen und dabei auch Gewalt anzuwenden. Im Jahr 2004 wurde er gefasst und verbrachte 1 Jahr und 3 Monate im Gefängnis. Nach seiner Freilassung beschloss er, Tampico zu verlassen und zog nach Mexiko-Stadt. Dort lebte er in einer Wohnung in der Straße Andreas Molino Enriquez, Hausnummer 4223. In Mexiko-Stadt begann der Mann häufig die Rosa-Zone zu besuchen, ein Viertel mit Nachtlokalen, in denen es Bars, Clubs, Cafés, Restaurants und vieles mehr gab. Dieses Viertel war bei homosexuellen Männern beliebt, die Raúl oft einluden, mit ihnen zu feiern. Eines Tages kam ihm ein verstörender Plan in den Sinn. Aufgrund seiner unterdrückten Wut entwickelte er die Idee, ein noch grausameres Verbrechen zu begehen. Doch der Mann handelte nicht allein. Er wurde von einem Freund namens Juan Enrique Madrid Manuel unterstützt. Gemeinsam beschlossen sie, Menschen zu entführen. In der Nacht des 21. Oktober 2005 befanden sich beide Männer in einem Nachtclub. Sie beschlossen, sich zu trennen. Dabei lernte Enrique einen Mann namens Juan Carlos Alfaro Alba kennen. Er ging auf ihn zu und fragte ihn, ob er allein sei. Sie kamen ins Gespräch. Enrique fragte ihn, wo er arbeite, woher er komme und wie alt er sei. Juan sagte, er komme aus Michoacán und sei erst vor 15 Tagen nach Mexiko gekommen. Enrique erklärte, er müsse kurz weg und ging zu Raúl. Sie unterhielten sich und Raúl schlug vor, sich im Hotel Amazonas zu treffen, wohin das spätere Opfer gebracht werden sollte. Um 2 Uhr morgens verließen sie den Club. Enrique lud Juan in sein Hotel ein und dieser willigte ein. Sie gingen in Zimmer 619. Dort ging Enrique auf die Toilette und als er zurückkam, küsste er Juan und steckte ihm unauffällig eine Tablette in den Mund. Zunächst hielt Juan sie für ein Pfefferminzbonbon und schluckte sie. Nach einigen Minuten verlor er das Bewusstsein und wachte mit einem Strick um den Hals auf. Enrique erklärte ihm, dass sie sich im 6. Stock befänden und drohte, ihn aus dem Fenster zu stoßen. Anschließend zwangen sie ihn, die Daten seiner Angehörigen preiszugeben, um Lösegeld zu fordern. Danach wickelten sie Juan in eine Decke und fesselten ihn mit Plastikbändern. So verbrachte er eine lange Zeit, eine ganze Woche. Eines Tages bemerkte er, dass er allein im Zimmer war, versuchte aufzustehen und schaffte es. Er ging zur Tür und rief um Hilfe. Als das Hotelpersonal ihn entdeckte, half es ihm, sich von den Fesseln zu befreien. Juan kontaktierte seine Familie und schilderte, was geschehen war. Er bat seinen Bruder, ihm Kleidung zu bringen, da er ohne Geld und persönliche Gegenstände im Hotel zurückgelassen worden war. Als der junge Mann nach Hause kam, hörte man sich die Aufzeichnungen an, die Raúl und sein Komplize hinterlassen hatten. Darin forderten sie von der Familie des Opfers 3.000 Pesos für die Freilassung von Juan Carlos.
Sie sprachen mit seiner Mutter, die erklärte, dass die Familie sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde und nicht über eine solche Summe verfüge. Nach diesem gescheiterten Versuch kamen die Täter zu dem Schluss, dass es zu riskant sei, die Opfer in ein Hotel zu bringen, da ihre Identität dort leicht festgestellt werden könne. Sie entschieden sich daher, künftig eine Wohnung als Tatort zu nutzen. Sie planten ihre Vorgehensweise sorgfältig, um nicht erneut zu scheitern. Raúl sollte entsprechende Clubs besuchen, um Opfer anzulocken und sie nach Hause zu bringen, wo Enrique auf sie warten würde. Außerdem kauften sie einen Haken aus Schmiedeeisen, den sie oben an der Wand im Wohnzimmer anbrachten. Dieser sollte später Teil ihres Plans werden. 6 Tage später, am 27. Oktober, war alles bereit. An einem Donnerstagabend kam Raúl in den Club. Nachdem er die Gäste eine Weile beobachtet hatte, ging er auf einen 21-jährigen jungen Mann namens Jonathan Rashu Odala zu. Er wurde aufgrund seiner körperlichen Verfassung als geeignetes Opfer ausgewählt. Der junge Mann wollte sich mit einem Freund treffen, um gemeinsam in den Club zu gehen, doch der Freund verspätete sich und Jonathan entschloss sich, allein zu gehen. Nach etwa einer Stunde Gespräch lud Raúl Jonathan zu sich nach Hause ein. Jonathan willigte ein und sie gingen gemeinsam. Zuvor traf Jonathan noch seinen Freund, der ihn bat, nicht mitzugehen, doch er hörte nicht auf ihn und entschied sich dennoch, Raúl zu begleiten. Als sie in der Wohnung ankamen, fixierte Raúl den jungen Mann unmittelbar. In diesem Moment kam Enrique aus dem Zimmer und ergriff ihn an Händen und Füßen. Er sagte, dass alles in Ordnung sei und forderte ihn auf, sich zu beruhigen. Anschließend brachten sie ihn in ein anderes Zimmer und banden ihn mit Seilen an das Bett. Sie begannen, ihn nach seinem Vermögen und der finanziellen Situation seiner Familie zu befragen und verlangten persönliche Daten. Die Männer beschlossen, ein Lösegeld von 50.000 Pesos zu fordern. Noch in derselben Nacht kontaktierten sie die Eltern des Opfers und forderten sie auf, 4.000 Pesos auf das Konto ihres Sohnes zu überweisen, da angeblich keine Abhebungen mehr möglich seien. Sie sagten dem Vater, er solle niemandem etwas erzählen und sich nicht an die Polizei wenden. In den folgenden 11 Tagen zwang Raúl die Eltern, täglich 4.000 Pesos zu überweisen. Jonathan durfte während dieser Zeit mit seinem Vater telefonieren. Am 11. November, nach 15 Tagen der Gefangenschaft, wurde der junge Mann aus dem Zimmer geführt, unter dem Vorwand, man werde ihn freilassen. Ihm wurden die Augen mit Klebeband bedeckt, angeblich damit er nicht erkennen könne, wohin man ihn bringe. Anschließend wurde er mit einer Schlinge fixiert und an dem Haken befestigt. Nach etwa 7 Minuten zeigte er keine Lebenszeichen mehr. In der Nacht wurde er in eine Plastiktüte gehüllt, in eine kindliche Körperhaltung gebracht und in einen zuvor gekauften Koffer gelegt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr überlegten die Täter, wie sie den Körper aus der Wohnung bringen könnten, ohne Verdacht zu erregen. Sie verließen die Wohnung mit dem Koffer, wobei einer der Männer einen Rucksack über der Schulter trug, um den Eindruck zu erwecken, sie seien auf Reisen. Raúl und Enrique riefen ein Taxi und fuhren 15 Straßen weit, wechselten dann das Fahrzeug, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Sie fuhren bis zur U-Bahn-Station Chavocana, öffneten den Koffer auf einer Straßenbrücke, legten den Körper dort ab und flohen anschließend mit dem leeren Koffer. Etwa eine Stunde später wurde der Körper entdeckt, doch es gab zunächst keine verwertbaren Hinweise. Um einer Festnahme zu entgehen, begannen die Komplizen, sich intensiv mit Berichten über andere Verbrechen zu beschäftigen, die von extremistischen Gruppen begangen worden waren. Sie versuchten daraus zu lernen, wie Spuren verwischt und Ermittler in die Irre geführt werden könnten. Am Mittwoch, dem 30. November 2005, kam Raúl erneut in denselben Club in der Rosa-Zone. Er ging auf die Toilette, wo er einen Mann traf, der ihm die Visitenkarte eines Fernsehsenders überreichte. Es handelte sich um Ricardo Hernández López, 31 Jahre alt. Er war gemeinsam mit einem Freund im Club. Sie unterhielten sich eine Weile, dann schlug Raúl vor, zu ihm nach Hause zu gehen. Sie verließen den Club und nahmen ein Taxi. In der Wohnung wartete bereits Enrique auf sie. Raúl ging ähnlich vor wie zuvor und brachte Ricardo unter Kontrolle. Anschließend kam Enrique hinzu und band ihm Hände und Füße. Sie forderten Ricardo auf, ruhig zu bleiben und verlangten seine persönlichen Daten. Danach kontaktierten sie die Angehörigen des Opfers und forderten 8.000 Pesos. Am nächsten Tag verlangten sie, 4.000 Pesos auf die Karte des ersten Opfers zu überweisen.
Anschließend forderten die Täter Ricardo auf, seine Angehörigen von seinem eigenen Telefon aus anzurufen und ihnen mitzuteilen, sie sollten alle Anweisungen befolgen. Außerdem sollte er sagen, dass es ihm gut gehe. Während dieses Anrufs forderten sie von der Familie erneut 4.000 Pesos und erklärten, dies sei lediglich ein kleiner Teil der geforderten Gesamtsumme. Wenn sie Ricardo wiedersehen wollten, müssten sie 120.000 Pesos zahlen. Ricardo bat sie, das Haus seiner Familie als Sicherheit einzusetzen, falls sie den gesamten Betrag nicht auf einmal aufbringen könnten. Trotz der Drohungen entschloss sich die Familie, sich an die Polizei zu wenden. Kurz darauf kamen Polizisten zu ihnen nach Hause, um zu erklären, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollten. Von Samstag, dem 3. Dezember, bis Donnerstag, dem 8. Dezember, erhielten die Angehörigen des Opfers mehr als 20 Anrufe. 2 Tage zuvor hatte Raúl eine Bank aufgesucht, um eine Karte auf den Namen seines Opfers Ricardo López zu beantragen. Erstaunlicherweise gelang es ihm, 3 Konten auf diesen Namen zu eröffnen, ohne Verdacht zu erregen. Danach riefen Raúl und Enrique die Familie des Opfers erneut an. Sie fragten, wie viel Geld sie zusammenbekommen hätten. Der Vater des Opfers antwortete, dass sie nur 28.000 Pesos aufbringen konnten. Daraufhin übermittelte Raúl ihm die Daten der 3 neu eröffneten Konten, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Die Täter versprachen, das Opfer noch am selben Tag freizulassen, nachdem sie das Geld abgehoben hätten. Am Freitag, dem 9. Dezember, befolgte Ricardos Familie die Anweisungen in der Hoffnung auf seine Freilassung. Nachdem sie das Geld überwiesen hatten, informierten sie Raúl darüber. Die Familie wartete bis zum Mittag. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter jedoch bereits entschieden, ihr Versprechen nicht einzulösen. Sie gingen mit Ricardo nach demselben Muster vor wie zuvor. Ihm wurden die Augen bedeckt, eine Schlinge angelegt und er wurde fixiert. Dieses Mal fügte Raúl eine zusätzliche Inszenierung hinzu, indem er mit einem Messer ein Pentagramm in die Stirn des Opfers ritzte, um den Eindruck eines rituellen Verbrechens zu erwecken. Sie banden Beine, Arme und Kopf mit weißem Kunststoffgarn, sodass der Körper eine fötusähnliche Haltung einnahm. Anschließend wurde der Körper in schwarze Plastiktüten gehüllt und in einen gleichfarbigen Koffer gelegt. Die weiteren Schritte glichen den vorherigen Taten. Sie nahmen ein Taxi zur U-Bahn-Station Chavocana und fuhren anschließend mit einem anderen Fahrzeug zum Miramontes-Prospekt, wo sie den Koffer zurückließen. Am selben Freitag um 20:57 Minuten entdeckte eine Frau den Koffer. Da er sehr schwer war, verständigte sie die Polizei. Der Körper von Ricardo wurde kurz darauf gefunden. In den folgenden Tagen wurden die Bewegungen auf den Bankkonten überprüft, doch dies führte zu keinem Ergebnis. Am 23. Dezember las der Vater des Opfers in der Zeitung einen Bericht über einen Kofferfund. Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um seinen Sohn handelte. Am 13. Dezember 2005 wurde ein weiteres Opfer entführt. Es handelte sich um Yosseri Kaduga Lindo Valdez. Raúl nahm Kontakt zu dessen Mutter auf. Sie flehte ihn an, ihrem Sohn nichts anzutun, da sie kein Geld für ein Lösegeld habe. Aus bislang ungeklärten Gründen ließ Raúl das Opfer schließlich frei, nachdem er ihm deutlich gemacht hatte, dass Schweigen erwartet werde. Am Freitag, dem 16. Dezember, kehrte Raúl erneut in denselben Club zurück, um nach neuen Opfern zu suchen. Da er inzwischen Erfahrung darin hatte, Männer gezielt anzusprechen und ihr Vertrauen zu gewinnen, entschied er sich diesmal 2 Personen gleichzeitig auszuwählen. Zunächst sprach er mit einem Mann namens Armando Rivas Pérez, der in Begleitung von Freunden war. Das Treffen war kurz, reichte jedoch aus, um seine Telefonnummer zu erhalten und ein weiteres Treffen zum Mittagessen zu vereinbaren. Anschließend wandte sich Raúl einem Mann namens Victor Angulterras zu, mit dem er länger sprach und dessen Vertrauen er gewann. Raúl gab vor, romantisches Interesse zu haben und lud ihn in seine Wohnung ein, um die Nacht dort zu verbringen. Enrique wartete bereits. Als Victor die Wohnung betrat, brachten ihn die beiden unter Kontrolle, banden Hände und Füße und schränkten seine Bewegungsfreiheit ein. Anschließend verlangten sie die Kontaktdaten seiner Familie. Sie riefen seine Angehörigen an und forderten 15.000 Pesos für seine Freilassung. Am nächsten Tag überwies Victors Familie das Geld und erstattete Anzeige bei der Polizei.
Einen Tag später, am 17. Dezember, gegen 15 Uhr, traf sich Raúl mit Armando Rivas an der U-Bahn-Station La Vigo. Sie gingen gemeinsam essen, danach lud Raúl ihn in seine Wohnung ein. Dort gingen Raúl und Enrique nach dem bekannten Muster vor und brachten ihn in ein Zimmer. In diesem Raum befand sich bereits Víctor Ángel, der seit 18 Stunden festgehalten worden war. Die Verbrecher riefen Armandos Eltern an. Zunächst hielten diese den Anruf für einen schlechten Scherz und verlangten, mit ihrem Sohn zu sprechen. Nach einigen Minuten meldeten sich die Täter erneut und diesmal bestätigte Armando selbst, dass er gegen seinen Willen festgehalten wurde. Anschließend wurde er in das Zimmer zurückgebracht, in dem sich Víctor befand. Ihm wurden Hände und Füße fixiert. Zudem wurde sein Mund verschlossen, um jede Gegenwehr zu verhindern. Am Montag, dem 19. Dezember, gegen 14:30 Uhr, kontaktierte Raúl die Familie des Opfers und gab genaue Anweisungen zur Überweisung von 15.000 Pesos. Er versprach, dass ihr Sohn danach noch am selben Tag freigelassen werde. Roberto Rivas González, Armandos Vater, ging zur Bank, um den geforderten Betrag auf 2 Konten zu überweisen, erhielt jedoch keinerlei Rückmeldung. Am 20. Dezember nahmen die Täter Kontakt mit den Eltern von Víctor auf und erklärten, ihr Sohn werde freikommen, wenn weitere 15.000 Pesos gezahlt würden. Am folgenden Tag erfüllte Víctors Vater alle Forderungen, wartete jedoch vergeblich auf einen Anruf. Am Donnerstag, dem 22. Dezember, trafen Raúl und Enrique schließlich die Entscheidung, die Gefangenen nicht am Leben zu lassen. Zuerst traf es Armando Rivas, anschließend Víctor Ángel. Die Täter gingen dabei nach demselben Vorgehen wie zuvor vor und brachten die leblosen Körper in Koffern unter. Sie wollten ihrem üblichen Plan folgen und die Koffer mit 2 verschiedenen Taxis abtransportieren, doch aufgrund des Gewichts schafften sie es nur, diese etwa 100 Meter vom Haus entfernt zu einem Blumenbeet zu ziehen, bevor sie in die Wohnung zurückkehrten. Nach einiger Zeit wurden die Koffer entdeckt. Gegen 20 Uhr meldete die Concierge des Wohnhauses den Fund bei der Polizei. Die Polizisten sperrten den Bereich ab und begannen mit der Spurensicherung. Sie folgten den Abdrücken, die die Rollen der Koffer auf dem Gehweg hinterlassen hatten. Diese führten zu dem Gebäude mit der Hausnummer 42 bis 23. Zunächst betraten die Beamten das Haus nicht, sondern beschränkten sich darauf, Nachbarn zu befragen. Einige Tage später wurde ein Durchsuchungsbefehl erlassen. Die Polizisten verfolgten die Spuren weiter und gelangten zur Wohnung Nummer 2. Da niemand öffnete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Im Inneren fanden sich deutliche Hinweise darauf, dass sich die Opfer dort aufgehalten hatten. Es wurden Unterlagen entdeckt, die Juan Enrique Madrid Manuel aus Tampico zugeordnet werden konnten, darunter auch ein Dokument über seine Entlassung aus dem Untersuchungsgefängnis von Tampico. Weitere Schriftstücke belegten, dass er der mexikanischen Armee angehört und offenbar den Rang eines Sergeanten erreicht hatte. Zudem fanden die Ermittler Handschuhe, wie sie im handwerklichen Bereich verwendet werden, sowie Dokumente der Opfer Ricardo López und Jonathan Ras Ayala. Ebenfalls wurden Bankkarten sichergestellt, die Raúl auf deren Namen erhalten hatte. Darüber hinaus entdeckte man 3 Fotos, darunter eines von Raúl mit seiner ehemaligen Partnerin, sowie ein Namensschild von Rique, das darauf hindeutete, dass dieser als Rettungssanitäter tätig war. Schließlich wurde auch ein Messer gefunden, das bei der Inszenierung der Taten eine Rolle gespielt hatte. Die Hauptverdächtigen selbst waren jedoch verschwunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Juan Enrique bereits am 22. Oktober ein Busticket nach Tamaulipas gekauft hatte und danach nicht mehr in der Stadt gesehen worden war. Am 28. Dezember ordneten die Behörden eine Überwachung von Raúl Marroquín und seiner Wohnung an, jedoch ohne Erfolg. Fest stand lediglich, dass er den Bundesstaat nicht verlassen hatte. Am 23. Januar 2006, gegen 19 Uhr, bemerkten Polizisten eine verdächtige Person, die versuchte, sich vor ihnen zu verbergen. Die Beamten stiegen aus und sprachen ihn an. Er erklärte, früher gemeinsam mit Juan Enrique in Wohnung Nummer 2 gelebt zu haben. Auf die Frage nach seinem Namen antwortete er heiße Raúl Ociel Marroquín Reyes. Daraufhin wurde er gebeten, die Beamten zu begleiten, womit er ohne Widerstand einverstanden war. Auf dem Weg erklärte er, dass er wisse, warum er festgenommen werde, und gab an, auf neue Opfer gewartet zu haben, da er ohne seinen Komplizen nicht habe handeln wollen.
Raúl berichtete weiter, dass er bereits 3 weitere Männer ins Auge gefasst habe: Ivan, Mario und Uma. In den Medien wurde er später als Sadist und Regenbogenmörder bezeichnet. Er selbst erklärte wiederholt, dass er keine Reue empfinde und glaubte, der Gesellschaft einen Dienst erwiesen zu haben, da eines seiner Opfer mit einer schweren Erkrankung lebte. Während seiner Aussagen vor Gericht wirkte er kalt und ungerührt. Sein Blick galt als einschüchternd. Für das erste nachgewiesene Verbrechen wurde Raúl Ociel Marroquín Reyes zu 60 Jahren Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Am 6. Februar 2010 folgte ein weiteres Urteil über 280 Jahre Haft, nachdem die übrigen Taten juristisch aufgearbeitet worden waren. Er wurde in das Gefängnis Santa Marta verlegt. Juan Enrique Madrid Manuel, Raúls Komplize, gilt weiterhin als flüchtig. Obwohl vereinzelt behauptet wurde, er sei im Jahr 2013 festgenommen worden, existieren bis heute keine bestätigten Informationen über eine solche Festnahme. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.